Hallo, mein Name ist Leni und gemeinsam mit meinem Mann Gabriel sanieren wir seit einigen Jahren dieses 100-jährige Haus und wir nehmen euch dabei mit. Ja, hallo, ein neuer Tag und es scheint die Sonne endlich. Es war jetzt die letzten Wochen wirklich so trist. Man konnte nicht wirklich was anfangen draußen. Ja, das drückt auf jeden Fall auf die Stimmung. Wir schauen jetzt, wie es den Pflanzen geht. Es ist wirklich extrem dampflatt. Ich glaube, ich muss da ein bisschen lüften. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie weit seid ihr mit euren Pflanzungen, falls ihr überhaupt dieses Jahr vorhabt, selber anzubauen. Ja, sonst habe ich mir gedacht, erzähle ich euch, was mich sonst so beschäftigt derzeit oder diese Woche. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich wahres Glück oder was bedeutet es, glücklich zu sein? Ist das etwas, was von materiellen Dingen abhängt? Ist es etwas, was rein von innen, aus dem Inneren herauskommt? Ist es ein Mix? Ich mache immer wieder die Beobachtung, dass Menschen, die scheinbar alles haben, dass es oftmals Menschen sind, die innerlich nicht wirklich einen friedvollen oder ruhigen Eindruck auf mich machen. Und bitte nicht falsch verstehen, sicherlich existiert auch beides. Es gibt sicherlich auch Menschen, die materiellen Reichtum besitzen und auch innerlich zufrieden sind. Aber mir zeigt es einfach, dass das Offensichtliche manchmal im wahrsten Kerne gar nicht das Glücklichste ist. Was so meine Erkenntnis daraus ist bisher ist, dass ein Leben zwischen den beiden Extremen, also zwischen Reichtum und Armut, das glücklichste Leben ist. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt, wie eure Beobachtungen dazu sind. Ich glaube, da sind einige unter euch dabei, die ein älteres Semester haben als ich. Ich würde mich über Kommentare freuen von euch, wo ihr erzählt, was euer Eindruck diesbezüglich ist, eure Beobachtung, was eure Schlüsse sind, die ihr daraus zieht. Ja, und generell finde ich es schwierig, so Gesetzmäßigkeiten aufzustellen, weil das Leben so komplex ist. Es gibt so viele unterschiedliche Lebensweisen, Lebensarten und das macht das Leben doch auch so schön und vielfältig. Hallo ihr Lieben, wir kommen gerade vom Einkaufshaus und warum habe ich jetzt die Kamera in der Hand? Die Leni hat euch was zu beichten. Na Leni, was ist denn da passiert? Komplette Verwüstung hier bei uns. Wir waren nur für ein paar Stunden weg. Ja, das Ding gehört normalerweise daher, aber jetzt hat es der Wind verblasen. Wir haben das ja auch als erstes aufgestellt und haben da wahrscheinlich ein bisschen einen Fehler gemacht. Die Folie ist nämlich zu kurz. Wir schauen jetzt, dass wir hier das Gestänge noch tiefer eingraben, weil wir dann umso viel mehr Folie haben, die wir dann beschweren können mit Erde und dann fliegt es hoffentlich nicht mehr davon. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Fail des Tages. Aber ja. Ja, das hat man davon, wenn man sowas einkauft. Ja, das ist ein vorübergehendes Setting halt für uns, aber irgendwann wird es bei uns hoffentlich auch ein gescheites Gewächshaus geben. Ja, ein gescheites Gewächshaus kostet halt nicht 100 Euro, sondern 2000, also das 20-fache von so einem grünen Teil hier. Das spielt es halt noch nicht. Irgendwann hätten wir das schon gern, aber so ein richtiges Gewächshaus braucht halt auch ein Fundament. Das kann man nicht einfach so auf die Erden stellen. Natürlich fliegt es dann auch nicht davon, aber wir haben gerade nicht das Budget dafür.
So, Frau Gärtnerin, jetzt sagen Sie mir bitte, wo es eingraben wird. Ja, das gilt jetzt natürlich zu überlegen, weil dieser schöne Stauder wird sich über die Jahre vermehren. Aber ich glaube, hier in der Ecke ist es eigentlich ganz gut. Ja, passt. Ja, das ist eine Rhododendron und die braucht auf jeden Fall einen sauren Boden. Ja, die schaut sehr hübsch aus. Die habe ich heute vom Gabriel bekommen. Warum eigentlich? Ja, es gilt halt einfach, das am Leben zu erhalten, worum es eigentlich geht in einer Beziehung, oder? Ja, die Kleinigkeiten machen es oft aus, aber das Ganze gilt natürlich auch umgekehrt. So ist es. Da ist unsere Bauernhortensie, die hat auch gut den Winter überstanden und treibt schon schön aus. Dann unsere Bodendecker gedeihen auch, aber da hinten macht sich das Unkraut schon breit. Hier haben wir die Pflanzen, die ich bekommen habe von meiner Schwiegermama. Die hat sie mir gerade vorher gebracht, weil sie genug davon hat. So, ich habe gerade die Zisterne aktiviert, unsere Regenwasserzisterne, weil wir diverse Pflanzen haben, die lieber Regenwasser haben. Vielleicht weiß es jemand von euch nicht. Wir haben hier, wo unser Bagger gerade steht, eine Zisterne mit über 4 Kubikmeter Wassersammelvolumen und da wird Regenwasser gesammelt. Dann gibt es noch einmal einen Überlauf. Das Ganze ist dann hier drin. Das ist die Entlüftung vom Überlauf, falls die Zisterne voll ist und es regnet noch weiter. Hier unten drunter ist ein riesen Sickerschacht und hier unten drunter ist eben die Zisterne. Einmal frisches Regenwasser. Ah, super, danke schön. Es ist relativ spät, Sonntagabend. Irgendwie bin ich gerade voll motiviert und kann einfach keine Ruhe geben. Es geht nämlich um unser Carport. Hier liegen diverse Baumaterialien noch abgefüllt in Säcke, also Zement, Mauermörtel, Gips, was auch immer. Dieser Tisch hier nervt uns auch schon. Ja, wir wollen, beziehungsweise ich möchte das heute alles noch beseitigen. Warum? Wir waren heute nämlich mal wieder mit den Motorrädern unterwegs und die haben wir jetzt aktuell aber hier hergestellt, weil sie so in dem Carport keinen Platz haben. Also möchte ich das jetzt noch umfungieren, so dass wir das Carport auch wirklich als solches nutzen. Ja, mit Lennys Hilfe ist das Ganze ein bisschen schneller gegangen. Wir sind so gut wie fertig. Hier ist jetzt genug Platz, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt die Motorräder hier eingefädelt, weil das einfach praktischer ist, das zum Losfahren. Aber schauen wir mal, vielleicht kann man sie auch auf dieser Seite, müssen wir uns noch überlegen. Baustellenmoped habe ich übrigens auch mal wieder aktiviert, ist doch ganz praktisch für Kleinigkeiten am Grundstück. Schon besser, es wird immer besser, Stück für Stück weicht die Unordnung und ja, es tritt Wohnlichkeit ein und ja, dass man sich immer mehr wohlfühlt. Und was glaubt, dass die Motorräder so herpassen? Eigentlich nicht, ich bin echt überrascht, muss ich sagen. Ich habe immer Angst gehabt, dass unser Carport zu klein ist für unseren Fuhrpark.
Aber scheint gut zu passen. Und wenn das Carport doch zu klein wird für den Fuhrpark, dann ist vielleicht der Fuhrpark zu groß. Als nächstes warten wir auf unseren Schuppen, Geräteschuppen, damit wir auch noch diverse andere Dinge verräumen können, hier immer mehr Ordnung reinkommt und da nehmen wir euch natürlich auch wieder mit. Ja, hallo, ein neuer Nachmittag. Hallo, wir begeben uns in den Garten. Wir haben noch einige Gartenprojekte. Eins davon ist, ein kleines Fundament zu machen für unseren Geräteschuppen, der wahrscheinlich morgen ankommen wird. Ja, dafür wird die Leni mal wieder ihre Baggerkünste herzeigen. Die kennt ihr ja schon. Also, los geht's. Ja, hier wollen wir das Ganze auch gerade machen. Da haben wir noch eine Rundung. Das heißt, diese ganze Erde hier kann man mal noch vorschieben. Und dann will ich hier eine gerade Ebene haben von 2 Meter Länge und 1,50 Meter Breite. Naja, hoffentlich schaffe ich das, was sich der Herr da vorstellt. Ich kann mir ja ein bisschen als Bauaufsicht tätigen. Ja gut, dann schauen wir mal. Ja, wie ihr wisst, haben wir ja vor, in 1-2 Jahren die Einfriedung zu machen, also den Zaun rundherum ums Grundstück, dass auch wirklich sauber abgeschlossen ist. Und alles, was wir jetzt im Garten machen, sind quasi einfach nur Zwischenschritte dabei. Weil ja, wir wollen ja den Garten trotzdem dazwischen nutzen und jetzt nicht 2 Jahre lang brach liegen lassen, nur weil wir das Geld noch nicht für den Zaun beisammen haben, beziehungsweise einfach die Prioritäten anders sind. Jetzt kommt erstmal die Fassade dran und dann kommt der Zaun. Ich habe mich währenddessen an meinen Baustellenmoped gemacht, damit es ein bisschen praktischer wird. Es gewinnt sicher keinen Schönheitswettbewerb, aber es ist halt ein Motorrad-Topcase, was mir hier ein bisschen hilft, dass ich da hinten ein Werkzeug drin lagern kann. Ja, beziehungsweise auch Dinge herumführen kann am Grundstück. Ja, das Topcase ist jetzt ziemlich lange herumgelegen. Das muss ich erst einmal ein bisschen säubern und putzen, aber dann kann ich es da am Fahrrad verwenden als Transporthilfe. Ja, unsere Vorgangsweise ist natürlich alles andere als normal und konventionell. Es ist natürlich so, dass die meisten Leute sich jetzt fragen, ja, warum wir uns das antun und dass unsere Schritte nicht immer ganz der Reihenfolge entsprechen, wie es vielleicht die meisten Menschen machen. Ja, so war unser Leben immer schon. Es hat noch nie so eine Reihenfolge gehabt wie bei vielen anderen. Und ja, was habe ich daraus einfach gelernt? Natürlich habe ich mich oft gefragt, wieso machen wir alles so anders? Und ich kann nur sagen, es war einfach absolut richtig, immer auf sich zu hören und das zu machen, was man für selbst als richtig erachtet und nicht zu viel auf andere zu schauen und zu achten, weil im Endeffekt geht es doch einfach darum, ein ganz individuelles Leben zu führen, ein Leben, das auf einen selbst maßgeschneidert ist, also für einen selbst passt, ja, für einen als Familie. Und geht es auch nicht darum, dass wir irgendwas besser machen als andere, sondern einfach nur anders. Und es gibt verschiedene Wege, die zum Ziel führen.
Wir haben jetzt Ziegel geholt, die sind übrigens aus diesem Haus. Wir haben uns die schöneren ausgesucht, mehr oder weniger schönen. Grundsätzlich werden sie danach nicht mehr sichtbar sein. Der Gartenschuppen steht darauf und der Gartenschuppen hat einen eigenen Boden. Es dient also wirklich nur der Standfestigkeit. Unser Geräteschuppen ist angekommen. Wir bauen mal das Grundgestell zusammen, dann wissen wir nämlich, wie groß das Fundament sein muss. Also, los geht's! Das Grundgerüst ist zusammengebaut. Und die Maße, die wir hier haben, entsprechen auch dem kleinen Feld hier. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die Ziegel zu verlegen und dann die Grundmasse auch wirklich zu bekommen. Das sind 110 cm mal 185 cm. Unser Mini-Fundament ist fertig, nicht gelogen. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist dieses Stück. Aber ja, das haben wir ziemlich gut geraten, Leni. Ich habe gerade die Matte montiert für die Pflastersteine. Und dann fahren wir jetzt einmal nochmal drüber, durch die Ziegel, die wir gerade verlegt haben. Dann verfüllen wir die Fugen. Die kleine Fundamentplatte ist fertig gerüttelt. Die Leni verfüllt noch die Fugen mit Sand. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Das war wirklich eine Zusammenbau-Odyssee mit tausenden Schrauben gefüllt.